Was trödelst denn du da hinten so rum? Ja, was soll ich sagen? Guck dir den Hinterreifen an. Nachdem das gestern die ganze Straße gehalten hat. Der erste Platten. Doof, aber wir sind ja vorbereitet. Ja, guck mal, ja, freie Auswahl. Weil man auf Kuba nicht einfach Ersatzschläuche kaufen kann, haben wir welche aus Deutschland dabei. Schon die falsche Schläuche. Echt jetzt? Warum? Wir haben uns doch informiert. Das sind die falschen Ventile. Die kriegen wir hier nicht durch. Aber wir haben noch andere Ventile, wir hatten auch noch ein paar andere. Ah ja, okay. Wie viel haben wir von denen? 3. 3? Ja, der passt. Die beiden übrigen Schläuche müssen für die nächsten 1200 Kilometer reichen. Eine Woche sind Dominik und ich schon unterwegs. Mit den Fahrrädern wollen wir von Kubas Südostküste bis nach Havanna. Ausgerechnet heute haben wir uns die bisher längste Strecke vorgenommen. 100 Kilometer und jede Menge Berge. Durch die Reifenpanne haben wir Zeit verloren und geraten schneller in die Mittagshitze, als uns lieb ist. Oh Mann, ist das hoch hier. 2 Stunden Aufstieg bei 33 Grad. Ich habe noch nie so geschwitzt in meinem Leben. Dafür ist die Belohnung bergab umso schöner. Schlaglöcher gehören auf Kuba zu jeder Straße dazu. Manzanillo. Wupp, wupp. Die erste größere Stadt seit einer Woche. Das Leben hier wirkt aber eher wie in einem Dorf. Wir kommen bei einer Freundin unserer letzten Vermieter unter. In Manzanillo legen wir einen Pausentag ein. Die Stadt hat etwa 130.000 Einwohner. Viele leben hier vom Fischfang oder der Landwirtschaft. Aber hier Arbeit zu finden, die so bezahlt wird, dass es zum Leben auch wirklich reicht, das wird für viele aktuell immer schwieriger. Das erzählen uns Catherine und ihr Mann Ray am nächsten Morgen. Wir sind bei ihnen im Haus untergekommen. Eigentlich wollen wir nur nach dem Weg fragen, aber werden auf einen Kaffee eingeladen. Ray und Catherine haben beide Medizin studiert. We got the university here. Nice. Now is, I could say, education and health and other parts of the society maybe it's decreasing a little because people is moving, emigrating. America, right? United States? Mainly the United States, but other professional to Europe. Catherine und Ray wollen trotz der schweren Bedingungen auf Kuba bleiben. Es sei ja ihre Heimat, sagen sie. Catherine arbeitet hier als Malerin. A veces un día, a veces una hora, a veces 2 horas, depende. En realidad todo es de la imaginación, no es de un lugar específico. Ein Bild ist anders als die anderen. Es zeigt die Schweizer Berge. A man from Netherlands came here with a lot of beautiful pictures from that place. And those pictures were from the last vacations of the man. And Catherine said to him, can you give me one of those pictures to paint? Because it's completely different to the typical Cuban landscape. So it's exactly, the picture is exactly that painting. Would you like to see that one day? Of course. Noch nie haben die beiden Kuba verlassen. Zu teuer und kompliziert. Seine wenige freie Zeit nutzt Ray, um Musik zu machen. This is my guitar. I'm going to sing one for you. Wow, wir kriegen noch ein Frühstückskonzert. Now I need to tune it because I have been working the whole week. Si el amor hace sentir hondos dolores y condena a vivir entre miserias, yo te diera mi bien por tus amores.
hasta la sangre que hierve en mis arterias. Also Ray hat mir gerade gesagt, er will heute Abend ein Konzert. Und er gibt irgendwie so 3, 4 im Jahr. Ich weiß, wir wollten weiter. Ich würde sagen, wir bleiben. Trotz der vielen kleinen und großen Probleme sind die Menschen hier total entspannt. Das wirkt auch auf uns. Wir fahren runter und freuen uns darüber, wohin uns der Zufall gebracht hat. Ray ist wegen seiner Arbeit in Santiago de Cuba gerade nur einen Tag in der Woche bei seiner Familie. Und trotzdem einer der positivsten Menschen, die wir je getroffen haben. I can sing to forget problems, and I can sing too to get in the problem, to get in the problem and find sometimes an answer. Días tercos, la cigüeña cree saber los motivos de la creación y el miedo, humo conedor de azufre, hermana del mundo. Am nächsten Morgen wollen wir dann wirklich weiter. Wir verlassen jetzt die Südostküste und fahren ins Landesinnere. 230 Kilometer über das kleine Städtchen Las Tunas bis zum nächsten Etappenziel, Kubas viertgrößter Stadt, Camagüey. Auf dem Weg dorthin fahren wir durch abgelegene Regionen, in denen vor allem Landwirtschaft betrieben wird. Auf den typischen touristischen Routen wären wir hier niemals gelandet. Das war auch meine Erfahrung. Aber sie haben Platz gemacht. Auf Kuba gibt es kaum große Landmaschinen. Fahrräder und Kutschen sind die Hauptverkehrsmittel. Autos kann sich hier kaum jemand leisten. Endlich haben wir die Berge hinter uns gelassen. So macht Fahrradfahren wieder richtig Spaß. Wir schaffen die ersten 110 Kilometer ganz entspannt. Am nächsten Tag haben wir dann zum ersten Mal keinen Ostwind im Rücken, sondern Wind von vorn. Oh, ist ein bisschen wie in Norddeutschland hier, ne? Plattes Land, gerade Strecke. Und ich habe gerade einmal vorhin aufs Handy geguckt, wir müssen noch 70 Kilometer weiter geradeaus. Jetzt ist auf den Straßen langsam etwas mehr los. Die Stadt naht. Ich habe heute alles gegeben, der Wind auch. In Camagüey wollen wir unsere Snackvorräte auffüllen. Vor den staatlichen Lebensmittelläden sind zum Teil lange Schlangen. Mehrere Stunden müssen die Menschen hier für Reis, Öl oder Hähnchen anstehen. Eigentlich stehen alle diese Dinge den KubanerInnen laut staatlichen Lebensmittelmarken zu. Tatsächlich aber gibt es sie oftmals gar nicht. Die Gründe: Inflation und Wirtschaftskrise, aber auch ein US-Embargo, das den Handel mit dem Ausland einschränkt. Auch wir brauchen Proviant für unsere Tour. Wir versuchen es auf dem größten Markt der Stadt. Also ich sag mal, Zwiebeln und Knoblauch würden wir genug kriegen, aber alles andere schwierig, ne? Auf dem Markt von Camagüey, auf dem überwiegend die Einheimischen einkaufen, kann man nur mit kubanischen Pesos zahlen. Davon haben wir beide zwar reichlich, es hilft uns nur kein bisschen weiter. Denn auch für uns gibt es hier so gut wie nichts zu kaufen. Auf dem Markt, mit den leeren Ständen, spüren wir so deutlich wie nie zuvor, wie wenig die Menschen hier haben. Am Ende finden wir in der letzten Reihe dann doch noch einen Stand mit Bananen und Ananas. Ja, ich habe jetzt 50 Cent für all das bezahlt und er hätte uns ja noch mehr gegeben. Aber so ein paar am Tag, wenn wir viel fahren, auch Ja, nicht, finde ich oder? super, finde ich super. Erst später wird uns klar, wir haben Kochbananen gekauft, die roh wirklich scheußlich schmecken. Naja, dafür bringt uns der Zufall auf dem Rückweg in ein Atelier. Eduardo war mal Anwalt und malt nun Motive aus der Stadt. Früher waren seine Bilder bunt, jetzt aber gibt es nirgendwo mehr Farbe zu kaufen. Deshalb benutzt Eduardo jetzt Kaffee. Den gibt es noch. Se finish. Coffee. Es ahora para tomar.
Es una hora para beber. Seine Bilder von den Straßen in Camagüey verkaufen sich zurzeit kaum. Estados Unidos, amigos míos, me hacen ayuda. Entonces, al final la vida se va haciendo como equilibrada. Pero no tengo ambiciones de irme, no. Yo pienso que con una bicicleta, mi bicicleta, ese es mi medio. Yo estoy feliz con mi bicicleta. Sí. Porque ustedes vienen de un mundo muy desarrollado. Entonces nosotros hablar, conversar, sentarnos, es diferente. Es decir, que no sea de escucha. No, tecnología, no, esto no hace falta. Sí. Es esto que estamos haciendo. Sentirnos, mirarnos, eso es importante. Das Bild ein Geschenk für uns. Ya, está filmado. Ahora vamos a guardarlo en un lugar. Vamos a protegerlo. Camagüey gilt als Kubas Kulturhauptstadt. Straßenkunst gibt's hier an jeder Ecke. Und dann finden wir sogar doch noch etwas Reiseproviant. Was möchtest du haben? Ich glaube, ich würde Cracker nehmen. Für Cracker und Erdnusshörnchen zahlen wir umgerechnet etwa 5 €. 10-mal so viel wie für die Bananen auf dem Markt. Nach 3 Wochen ohne Süßigkeiten gönnen wir uns diesen Luxus. Und merken, wie wir in diesem Land immer mehr lernen, die kleinen Dinge zu genießen. Sehr lecker. Am nächsten Tag geht's weiter. Also wir haben jetzt richtig Strecke vor uns, 300 Kilometer bis nach Trinidad. Trinidad soll super schön sein, auch so eine alte Kolonialstadt. Ich würde vorschlagen, wir fahren, schlafen, bis wir da sind, essen vielleicht noch mal zwischendurch. Ja, das wäre gut. Und dann haben wir nämlich auch die Hälfte ungefähr unserer Strecke und kommen zurück an die Küste und dann machen wir es uns schön. Wir sind mit unserer Tour gut in der Zeit und wollen jetzt etwas kürzere Strecken machen. Etwa 60 Kilometer am Tag. Everybody wants just a little redemption. Everybody needs just a little affection. Everybody hurts. Everybody heals. Fast jede Stunde brauchen wir eine neue Schicht 50er Sonnencreme. Inzwischen ist es Februar und die Temperaturen steigen mit jedem Tag. Aber sie machen uns nicht mehr so viel aus wie am Anfang. Wir haben jetzt komplett unseren Rhythmus gefunden. Nicht überanstrengen, die Natur genießen und, so wie die KubanerInnen, jeden grüßen, der entgegenkommt. Kurz vorm nächsten Etappenziel Trinidad müssen wir allerdings bremsen. Unfreiwillig. Also wir haben eine gebrochene Speiche heute mal wieder. Damit müssen wir jetzt irgendwie klarkommen und hoffen, dass uns in Trinidad jemand helfen kann. Das sind jetzt noch so bummelig 30 Kilometer, bisschen mehr. Und ich hoffe, dass er weiter läuft. Ich habe hier gerade schon der Bremse hinten etwas mehr Spiel gegeben, damit mein Fahrrad nicht die ganze Zeit automatisch bremst bei jeder Reifenumdrehung. Und ich glaube, da müssen wir durch irgendwie. Also ich. Noch gut 30 Kilometer muss das Fahrrad durchhalten. Ohne Hinterradbremse, die Hügel rauf und runter. Im Valle de los Ingenios wurde früher Zuckerrohr angebaut. Heute ist es Weltkulturerbe. Und einer der Gründe, warum Trinidad bei Touristen besonders beliebt sein soll. Privatzimmer gibt es überall in der Stadt. Ich habe langsam das Gefühl, so. Es kommt Routine rein. Genau, unser System funktioniert. Ich bin auch viel entspannter geworden mit den Unterkünften. Ich auch, ja, das stimmt. Ist wieder richtig schön hier. Sie? In Trinidad wollen wir uns ein paar Tage ausruhen. Auch, dass wir mal wieder eine Panne haben, stresst uns nicht mehr. Und tatsächlich, nach dem kubanischen Durchfrageprinzip landen wir am nächsten Morgen bei Luis. Er hat Werkzeug da und sogar eine passende Speiche.
Nach einer halben Stunde ist das Hinterrad zumindest wieder einigermaßen heile. Luis möchte kein Geld. Dafür überlassen wir ihm unsere zu großen Schläuche, mit denen er sicher mehr anfangen kann als wir. Viele Blogs und Reiseführer beschreiben Trinidad als Kuba im Miniaturformat. Die meisten der Kolonialbauten sind noch gut erhalten und gepflegt. Also hier gibt es auf jeden Fall alles im Übermaß. Und ich habe auch zum allerersten Mal jetzt das Gefühl, dass hier wirklich was offensichtlich für Touristen gemacht wird. Rumtassen in bunten Farben. Die Gesichter der Revolutionshelden. Und jede Menge Tabakaccessoires. Das ist die Version Kubas, die Touristen offenbar serviert werden soll. Aber selbst hier, in Kubas bunter Postkartenstadt, fehlen die Urlauber. In den Bergen außerhalb Trinidads sind wir wieder allein. Ein ganzer Wasserfall nur für uns. Was für ein Moment. Die kubanische Natur ist hier wie an vielen Orten noch weitestgehend unberührt und auch deswegen einfach wunderschön. Ein paar Tage später haben wir es wieder bis ans Meer geschafft. Playa Girón. In der Strandbude arbeitet Jess. I think 2 coconuts. Okay. Jess hat in Havanna Marketing studiert, ist danach aber in sein Heimatdorf zurückgekehrt. Oh, very good. And this? Eating it. That is. Nice. But that is my paradise here. Here is better. It's more quiet, more safe, more Yeah. beautiful. Yeah. I think not say possible me staying in my life separate. That's it. One time, said look, say that Machu Picchu or Egypt pyramid. That is I like because for the story. Because I mean I like a lot of the story. Only for that. Die Kokosnüsse hat Jess selbst geerntet. Ihr Fruchtfleisch gibt's mit Honig. Not wasting anything, right? Yes. Mostly is say natural. Jess erzählt, dass jetzt am Wochenende besonders viele Einheimische am Strand sind. Denn viel von dem kubanischen Gemeinschaftsleben findet draußen statt. Auch wir sind heute eingeladen zum Dominospielen mit Jess bei uns in der Unterkunft. Das Spiel hat hier auf Kuba eine lange Tradition. Jess spielt jeden Tag mit Familie oder Freunden. What do you think is better killing? And that's something everyone knows how to play in Cuba. Yes, Domino. anytime. Do you say children? Do you go in play dominoes? Because it's tradition. Everybody play dominoes. Now a little bit for the problem for the economic or that, no, it's easy to take a lot of pork. But in the past, the tradition said beer or rum and skin the pork. You fry it and eating that. So, someone's coming to win the game. Mit dem Domino-Set von seinen Eltern hat Jess als Kind das Spiel gelernt. Okay. Die Dominosteine werden in vielen Familien über Generationen weitergegeben. In Germany we have like everything. Yes. Basically, you can just buy it. But sometimes it also really it doesn't help. I would say the mentality because everyone. But it's the system. Because for example, me have one phone here. This phone have 10 years. 20 years, but you have one phone in Europe, for example, and in 6 months or 1 year needs change because system not working, needs change. It's obligation. That is same in the car, same in all. In the Cuban nothing that. Yeah, no, the Cuban no, most important is your life, not the money. Auch wir merken, dass uns Kuba irgendwie verändert hat. Weil es wenig gibt, können wir das, was da ist, umso mehr schätzen.
Wir hoffen, dass wir uns das nach der Reise ein bisschen bewahren können. Jess' Vater gehört das Haus, in dem wir in Playa Girón unser Zimmer haben. Das Grundstück wirkt auf uns wie ein kleines Paradies. Mangel und Not scheinen hier auf einmal weit weg. Der Garten fast schon eine ganze Obstabteilung. Und wir kriegen das beste Frühstück unserer bisherigen Reise. Wir wachsen hier halt auch im Garten. Den Garten pflegt Jess' Papa José. Alles Mögliche gedeiht hier. Verde. Maracuyá. Java. ¿Tiene la fecha? Ese es rábano. Möhren. Ah. Tomate también. Quimbombo. Auf Kuba wächst das ganze Jahr über Obst und Gemüse. Wer wie José ein großes Grundstück hat, ist mehr oder weniger gut versorgt. Das hat mich jetzt gerade richtig beeindruckt, die Tour, mit wie viel Leidenschaft er dabei ist. Gesagt, es entspannt ihn immer im Garten zu arbeiten, egal was ist. Und ich glaube, er ist einfach richtig glücklich, mit dem zu arbeiten, was hier wächst und was da ist. Das habe ich auch und das ist echt krass. Die haben ja wirklich alles. Ja, er meinte auch, die kaufen fast nichts dazu. Und ich meine, wir haben so gut hier gefrühstückt. Ja. Und wir haben sogar noch ein bisschen Strandproviant abgegriffen. Fast eine Woche bleiben wir hier am Strand und genießen das Urlaubsfeeling. Jeden Tag gibt es eine neue Domino-Lektion von Jess. Sein Fußballtrikot haben ihm andere Urlauber dagelassen. I already told you, I really like your shirt. Me too. Do you know any player of Leverkusen? No, only just only that. Thank you so much for teaching us. It was You're welcome. really It's such a pleasure. not only that is my you tell me thank you is you smile and you stay happy and you play to that. It's better. Am nächsten Tag wollen wir weiter. Das ist für mich, glaube ich, der erste Ort, an dem ich noch länger, wir sind jetzt ja schon länger geblieben, noch länger bleiben könnte. Das ist so schön hier und irgendwie so, ja, so wie man sich die Karibik vorstellt. Ganz relaxed. Ich war sonst immer super neugierig bisher auf das, was kommt. Bin ich immer noch, aber ich glaube, hier habe ich ein bisschen Wehmut. Ich auch. Wir stehen hier jetzt seit Stunden und uns nimmt einfach niemand mit. Ich sehe nicht, dass wir hier noch weiterkommen heute und ich sehe auch keine Hotels. Ich weiß nicht, was wir machen sollen.